Willkommen zur ersten Sitzung des Klimarechnungshofs. Wir haben insgesamt 15 Vorschläge für Prüffälle des Klimarechnungshofs ausgesucht. Und dazu sind wir heute da, die Eingabe von Prüffällen mit einer sehr kompetenten Kommission zu diskutieren. Unsere Regionalbahn nördlich von Wien wurde Ende 2019 eingestellt. Wir bekamen einen Schienenersatzverkehr. Unser Vorschlag, unser Projekt Regionalbahn neu. Eine Errichtung zusätzlich einer 800 Meter langen Einschleifung auf die Lahr-Ostbahnstrecke und Durchfahrt bis zur U1 in Leopoldau. Zum Einsatz sollen moderne, leichte Akkuzüge kommen, die sich auf der Lahr-Ostbahnstrecke aufladen und so eine Elektrifizierung unserer Regionalbahnstrecke unnötig machen. Wie könnte der Klimarechnungshof unser Thema prüfen? Wir brauchen einen umfassenden Vergleich zwischen unserem Bahnprojekt und dem Busverkehr auf Basis Nachhaltigkeit und Gesundheit. Meine Eingabe an den Klimarechnungshof beschäftigt sich mit der Klimarelevanz des Verlusts von Boden während Bautätigkeiten. Wir schlagen ein Rekultivierungsgebot in Österreich vor, das in letzter Konsequenz perspektivisch auch ein Deponieverbot von nicht verunreinigtem Boden bedeuten würde. Auf die Art und Weise, so glauben wir, können wir in Österreich pro Jahr ungefähr 1 Million Tonnen CO2-Emissionen vermeiden. Und das ohne Mehraufwand in ökonomischer Hinsicht. Bodenversiegelung ist ein großes Thema in Österreich, aber die Rekultivierung ist recht interessant, dass man das auch aus einer institutionellen, politischen Perspektive prüft. Durch eine österreichweite rein pflanzliche Ernährung könnten wir 70% der ernährungsbedingten Emissionen einsparen. Das würde zu etwa 53% zur Erreichung der Klimaziele Österreichs beitragen. Das ist natürlich einer der größten Hebel weltweit. Du hast ja das gewichtigste Objekt mitgebracht. Ich muss 10 Kalorien einstecken, damit die eine rauskriegt. Jeder Techniker greift sie aufs Hirn. Österreich hat seit 2021 kein wirksames Klimaschutzgesetz. Das heißt, wir haben kein Treibhausgasbudget für Sektoren, wir haben keine Klimaziele und auch keine Sanktionen bei fehlenden Maßnahmen. Deswegen möchte ich beim Klimarechnungshof eingeben, dass das Ausbleiben dieses Klimaschutzgesetzes geprüft wird. Ist jetzt doch ein sehr großes, breites Thema und im Gegensatz zu den anderen Sachen ist keine Einzelmaßnahme, sondern bezieht sich einfach wirklich auf systemischen Klimaschutz. Und dadurch glaube ich, dass eine sehr hohe politische und mediale Relevanz da ist, aber auch ein hohes gesellschaftliches Interesse, gerade bei jüngeren Generationen. Zur Prüfung schlage ich heute vor, die Drucksorten, also die kurzlebigen Drucksorten des Volkskundemuseums zu prüfen. Wie wir alle wissen, führt die Produktion von Papier zur Abholzung von Wäldern und Druckfarbe ist mitunter umweltschädlich. Zugleich beobachten wir ein großes Interesse beim Publikum, etwas in der Hand zu haben. Das Ziel der EU-Taxonomieverordnung ist, die Finanzströme in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu leiten. Jedes Unternehmen, das berichtspflichtig ist, muss sich ein Umweltziel aussuchen, zu dem es etwas Positives beiträgt, darf aber gleichzeitig zu allen anderen auch nichts Negatives beitragen. Diese Klimagefahren sind klar definiert. Allerdings sind die Datensätze, die dafür verwendet werden müssen, die Methodik zur Bestimmung dieser Klimarisikoanalyse nicht klar definiert. Deswegen fordere ich den Klimarechnungshof auf, in diesem Sinne wissenschaftlich fundierte Standards zu forcieren. Die Militärbudgets und Rüstungsgüter des gesamten weltweiten Militärs verursachen ungefähr 5,5% des globalen CO2-Ausstoßes. Es geht um den 3 Kilometer langen A26 Westringtunnel. 600 Meter von der Fußgängerzone weg soll hier ein großes Autobahndreieck entstehen. Mit dieser Autobahn zerstört Linz das ganze Viertel rund um den Wissensturm und auch das Naherholungsgebiet am Bergschlüsselpark. Schließlich die Kosten. Sie belaufen sich zurzeit auf 1 Milliarde Euro. Das heißt, es sind die teuersten 3 Kilometer Autobahn, die in Österreich jemals gebaut wurden. Deshalb beantrage ich abschließend beim Klimarechnungshof eine Evaluierung und Prüfung des Baus der A26 Westring Autobahn. Der Bausektor in Österreich da ist gern die Rede von 10% CO2-Emissionen im Gesamt-CO2-Budget. Allerdings sprechen wir hier nur von dem Betrieb der Gebäude. Also sowohl der Hochbau als auch der Tiefbau ist überhaupt nicht erfasst. Damit sich ein Windrad, wie das vor mir steht, sich drehen kann, muss man mit verschiedensten Akteuren diskutieren, besprechen, Normen, Gesetze, Prüfungen ablegen. Und darum ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, die Genehmigungsverfahren
zu beschleunigen. Das weltweite Rennen um KI ist noch ein weitgehend unreguliertes Sozialexperiment, das außerdem sehr viele Ressourcen wie Erden, Metalle, Wasser, Energie und menschliche Arbeitskraft verschlingt. Deswegen wünsche ich mir, dass der Klimarechnungshof eine umfassende Untersuchung des Energieverbrauchs und der Umweltauswirkungen von einem exemplarischen künstliche Intelligenz KI-Use-Case durchführen soll. Ich trete dafür ein, die Pendlerpauschale durch den Klimarechnungshof prüfen zu lassen. Zum einen ist die Pendlerpauschale eine klimaschädliche Subvention, die ökologisch nicht nachhaltiges Verhalten fördert. Zum anderen ist sie auch nicht sozial, denn es profitieren zum größten Teil höhere Einkommensklassen. Kreislaufwirtschaft ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der uns alle betrifft. Dazu gibt es einen aktuellen Fall. Und das ist die österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie. Es sollen die privaten Haushalte ihren materiellen Konsum bis 2030 um 10% reduzieren. Das ist vom Ministerrat beschlossen worden. Was steckt dahinter? Dahinter steckt, dass wir einen Wandel brauchen. Ich möchte also deswegen den Antrag stellen, dass der Klimarechnungshof den aktuellen Stand erfasst und den vergleicht mit dem, was der Ministerrat beschlossen hat. Angesichts der überragenden Bedeutung der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung ersuche ich den Klimarechnungshof, die bisherigen und laufenden Maßnahmen der Bundesregierung zum Schutz des Trinkwassers auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. 33% der österreichischen Fläche wird landwirtschaftlich genutzt. Wie intensiv Landwirtschaft betrieben wird, macht einen großen Einfluss darauf, wie sehr Landwirtschaft auch ein Treiber des Klimawandels ist. Man sieht hier im historischen Abriss, dass Subventionen einen Einfluss haben. Und deswegen schlage ich vor, hier mal zu prüfen, welche Maßnahmen werden denn ergriffen. Vielen Dank. Wir haben 15 Vorschläge für Prüffälle gehört, über die die Kommission jetzt beraten wird. Das Ziel der Beratung ist, die Prüfthemen für den Klimarechnungshof zu wählen. Wir wollen ja auch den Klimarechnungshof zu einer Realität machen. Und dadurch möchte ich auch Fälle haben, die auf öffentlichkeitswirksam sind. Ja, also ich glaube, wir sollten versuchen, das zu größeren Themenfeldern zusammenzufassen. Also ein Feld, das öfters vorkommen ist, sind eben Verkehrsinfrastrukturentscheidungen, wenn man so will. Und der Westring-Tunnel ist aus vielerlei Hinsicht ähnlich, fast analog zur Lobau-Debatte. Ne? Also hier ist die Öffentlichkeitswirksamkeit auch meines Erachtens ebenfalls gegeben. Als zweites Thema würde ich Ressourcen sagen, und da haben wir auch mehrere Fälle gehabt. Und persönlich würde ich für die Agrarsubventionen plädieren. Als drittes Thema würde ich gerne das Klimaschutzgesetz vorschlagen, weil es ja Ziele für alle Sektoren bietet. Und es wäre einfach ein wirksamer systemischer Hebel. Was haben wir denn jetzt? Agrarsubventionen, Verkehrsinfrastruktur am Beispiel Linz, das Klimaschutzgesetz beziehungsweise ja das Ausbleiben. Wo würdet ihr dieses Energiethema aufhängen? Ich würde vorschlagen, eben vielleicht diese Genehmigungsverfahren für Erneuerbare. Das passt sicher auch in diese ganze Frage, wie wir unsere Energiewende voranbringen. Ich denke auch, dass wir jetzt eigentlich eine gute Zusammensetzung aus verschiedenen Bereichen haben. Diese 4 Themen sind der Start des Klimarechnungshofs. Also hier beginnt der Klimarechnungshof zu prüfen. Diese Prüfungen dienen der weiteren Entwicklung der Institution.